Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Sebastian, wir sprechen ja heute über das Lastenausgleichsgesetz oder den Lastenausgleich. Und wenn man sich in Foren oder auch in YouTube umschaut, dann scheint das nicht das Top-Thema, aber doch eines der Top-Themen zu sein. Letztlich auch auf unseren eigenen Webseiten haben wir unglaublich viele Suchanfragen zu dem Thema. Und bevor jetzt an der Stelle die ersten Zuschauer und Zuhörer wegschalten den Kanal, weil sie denken, dass Sebastian Sauerborn geht jetzt unter die Politiker, weil wir über das Thema Lastenausgleich sprechen. Wir sind ja als Beratungsunternehmen politisch neutral und wollen uns auch nicht der einen oder anderen Verschwörungstheorie anschließen. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was deine Motivation ist, sowohl Inhalte auf der Webseite anzubieten, als auch jetzt hier diesen Podcast aufzunehmen. Also genau, im Grunde genommen, für uns ist das Thema jetzt, sagen wir mal, in der Diskussion zum Beispiel mit deutschen Steuerberatern und Anwälten, die wir ja laufend dann auch haben, doch schon seit längerer Zeit jetzt ein Thema und nicht erst seit Corona, nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine, sondern im Grunde auch schon vor der letzten Bundestagswahl. Es gibt jetzt ja verschiedene Begriffe, die hier hin und her geworfen werden, der Lastenausgleich, wir kommen nachher nochmal zur historischen Definition, aber natürlich dann auch Vermögensabgabe, Zwangshypothek und diese Dinge. Es war ja schon letztlich vor der letzten Bundestagswahl relativ klar, dass sowas kommen würde, also zumindest mit den Anwälten, die ich in Deutschland dazu befragt hatte, die auch gut vernetzt waren, auch in der politischen Szene. Die sind alle davon ausgegangen, dass da irgendwas kommen wird. Und das, was kommen wird, eben spezifisch, was Immobilienbesitzer belasten wird. Es wurde in der Politik offen diskutiert, wird immer noch offen diskutiert. Jetzt in welchem Umfang und wie dann genau, das weiß natürlich niemand. Aber ich meine, wir hatten damals schon besprochen, naja, was wäre naheliegend? Also das Naheliegendste wäre ja einfach zum Beispiel zu sagen, die 10-jährige Spekulationsfrist wird rückwirkend auf 15 Jahre verlängert. Oder es ist nicht mehr der gesamte Veräußerungserlös bei Immobilien nach 10 Jahren steuerfrei, sondern nur 50%. Also ich meine, das wären so die einfachsten Maßnahmen, die sich umsetzen lassen würde. Ja? Also, aber wie gesagt, die Diskussion, dass da irgendwas kommen wird, die läuft schon sehr lange. Und ich muss ehrlich sagen, also viele Mandanten, gerade die jetzt große Immobilienvermögen besitzen, haben schon vor Jahren angefangen, diese dann entsprechend umzustrukturieren, ja, und Maßnahmen einzuleiten, um sich davor vor so einer Maßnahme zum Beispiel zu schützen, was immer jetzt auch hier dann tatsächlich kommen könnte. Ja. Und deswegen ist es also ein Thema, was auch häufig in der Beratung vorkommt. Was kann ich mit Immobilien machen? Wie kann ich die schützen? Wie kann ich mein Vermögen schützen? Was gibt es dafür für Lösungen? Also was uns ganz häufig begegnet, diese Frage. Ja. Letztendlich natürlich auch, wenn jetzt jemand Pläne hat und sich überlegt, wechsle ich meinen Wohnsitz, ziehe ich ins Ausland, will ich vielleicht eine Firma im Ausland gründen, könnte das auch ein Katalysator sein, vielleicht Pläne, die man momentan noch ein bisschen vor sich hergeschoben hat, dann doch schneller umzusetzen oder auch vielleicht auch bei der Auswahl des Landes, in das man geht, vielleicht nochmal neu drüber nachzudenken. Ne? Was könnte hier auf mich zukommen? Ne? Wie gestalte ich das? Wie gehe ich da vor wahrscheinlich? Ja, absolut. Also für jeden, der ins Ausland zieht, ist es natürlich ein wichtiger Punkt. Soll ich meine Immobilie behalten in Deutschland? Soll ich die verkaufen und dann woanders in die Immobilie investieren? Und da gibt es dann verschiedene steuerliche Überlegungen, erweitert beschränkte Steuerpflicht oder auch Themen wie, dass ich dann weiterhin eben beschränkt Deutschland steuerpflichtig bin oder sogar unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht falle. Dass jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt ist, um hier letztlich Kasse zu machen, weil ja doch die Immobilien ganz enorm im Wert gestiegen sind in den letzten Jahren. Also beim Umzug ins Ausland gibt es sehr viele Überlegungen hinsichtlich der
der Immobilie. Wie gesagt, also viele Mandanten sind da relativ nüchtern eingestellt und auch sehr kühl und klar im Kopf und sagen nicht schlicht und ergreifend, also wenn ich aus Deutschland weggehe, dann gehe ich weg, dann mache ich Tabula Rasa, dann wird da nichts mehr in Deutschland vorhanden sein, ich verkaufe alles und baue dann eben anderweitig Vermögen auf. Mhm. So, jetzt wollen wir ja mit dem Gespräch, das wir heute führen, in keiner Weise zu einer Verunsicherung beitragen. Und wie ich schon gesagt habe, wollen wir auch keinen Nährboden für Verschwörungstheorien bilden. Aber wir wollen einfach mal ein paar Fakten besprechen zu diesem Thema oder was so eigentlich hinter dieser Aufregung noch steht. Und mal ein bisschen sortieren. Also, dass man einfach sagt, wir lassen mal die Fakten, die man jetzt vielleicht auch unseriös klassifizieren könnte, lassen wir einfach mal weg und beschäftigen uns jetzt mal zusammen in den nächsten Minuten mit echten Fakten. Man sagen kann, was auch immer genau passieren wird in Zukunft, haben aber trotzdem Einfluss oder sollten Einfluss jetzt auf Entscheidungen haben, was Immobilienbesitz, was Vermögensschutz, vielleicht auch den Wechsel des Wohnsitzes betrifft. Vielleicht, du hast dich an das Thema eingearbeitet. Gehen wir mal ganz kurz zurück. Historie des Lastenausgleichs Deutschland. Also, was kann man dazu sagen? Es hat ja schon mal einen Lastenausgleich gegeben. Klar, also das Wort Lastenausgleich ist eigentlich ein Begriff, der letztlich nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist. Und zwar 1948 wurde deutsches Vermögen, in der Hauptsache Immobilienvermögen, hier mit einer Zwangshypothek belegt in Höhe von 50% bei einem Freibetrag von 5.000 D-Mark damals. Und das Ziel war letztlich, mit den damit eingeworbenen Mitteln dann die Kriegsgeschädigten hier zu unterstützen. Also vor allem Flüchtlinge, ja, also Flüchtlinge aus dem ehemaligen Ostteil des Deutschen Reiches, was ja dann Polen, Ukraine, die weiteren osteuropäischen Staaten wurden. Kriegsheimkehrer, Kriegsgefangene, aber auch zum Beispiel jetzt Familien, die ausgebombt wurden während dem Krieg. Und tatsächlich sogar auch Personen, die bei der Währungsreform 1948, also als die D-Mark in die Reichsmark, Entschuldigung, als die Reichsmark in die D-Mark umgewandelt wurde, finanziellen Schaden genommen hatten, die sollten damit entsprechend entschädigt werden. Das Ganze war auf 30 Jahre angelegt. Das heißt, im Grunde genommen pro Jahr musste jeder, ich sage jetzt mal Immobilienbesitzer, 1,6% Vermögensabgabe leisten auf den Wert der Immobilie, wie er 1948 festgestellt worden war. Diese, sage ich jetzt mal, relativ geringe Zahlung, also wenn man sich jetzt mal nach heutigen Werten mal zum Beispiel sagt, okay, also meine Immobilie ist 300.000 Euro wert und die Zwangshypothek, die dort draufgelegt wurde, wären dann also 150.000 Euro gewesen. Und ich zahle jetzt also ab letztlich hiervon, ich sag mal, ungefähr 3.000 Euro im Jahr. Ja? Somit wäre dann das Ganze über viele Jahre lang abgestottert geworden. Ja? Somit musste niemand sein Haus verkaufen. Das Haus konnte also letztlich weiter genutzt werden. Aber der Staat hat natürlich jede Menge Geld dann eingeworben und entsprechend dann hier auch die entsprechenden Zahlungen zu leisten. Und das ist eigentlich der Lastenausgleich, der wird im Lastenausgleichsgesetz dann so festgehalten, wurde dann mehrfach auch natürlich überarbeitet, zuletzt im Jahre 2019. Diese Änderung tritt erst 2024 in Kraft. Da geht es im Grunde darum, dass dann, dass wir jetzt ja relativ wenig oder keine Kriegsheimkehrer oder Kriegsgeschädigte mehr haben. Jetzt wurde diese Gruppe ersetzt durch Opfer von Terrorismus und ähnlichen aktuellen, sage ich jetzt mal, Problemzonen. Interessant. Ich habe sogar im Internet gerade mal nachgeguckt, also auch in der Weimarer Republik hat man was Ähnliches schon mal versucht. Da hieß es dann Hauszinssteuer oder Gebäudeentschuldungssteuer.
Steuer. Also offensichtlich schon eine Sache, die, ja, wie du selber schon gesagt hast, nicht neu ist, der sich also hin und wieder mal ein Staat dann bedient. So, jetzt ist das die eine Sache, das ist die Historie. Und jetzt ist halt die Frage, äh, sollte man sich wirklich darauf einstellen als Immobilienbesitzer oder als jemand, der überlegt, Immobilienbesitzer zu werden? Sollte man sich wirklich damit auseinandersetzen? Also welche Fakten sprechen denn dafür, dass es wirklich dazu kommt? Weil wenn man sich jetzt, sagen wir mal so, in den Medien umschaut, dann ist eigentlich dort die große Verwirrung. Also man hat auf der einen Seite Medien und Politiker, die das Wort Lastenausgleich immer wieder häufig in den Mund nehmen. Man müsste da was machen, man müsste was machen. Dann gibt es eine Studie von der Bundesregierung, die kann man im Internet leicht finden, wo also die Bundesregierung selber einen Studienauftrag gegeben hat. Sollte man das jetzt machen? Würde man das machen? Wie würde sich das auswirken? Und da liest man auf den letzten Seiten, nein, also in keinem Fall, keine Empfehlung, die Bundesregierung sollte sowas nicht machen. Und darauf wird ja immer wieder hingewiesen. Ne? Also das ist Quatsch, es wird nicht zum Lastenausgleich kommen. So, abseits von jeder Verschwörungstheorie, gibt es denn Fakten aus deiner Sicht, die man berücksichtigen sollte bei der Überlegung, sollte ich mich auf den Lastenausgleich künftig einstellen oder nicht? Ja, genau. Also das Wort an sich ist natürlich ein schönes Wort, aber es hat nun mal diese historische Bedeutung, ja. Und ich meine, wir kennen es mit anderen historischen Begriffen. Man sollte da die nicht leichtfertig durcheinander werfen. Und es ist tatsächlich so, also allein auf unserer Webseite haben wir jetzt mal 4 Zitate von Politikern hier zusammengefasst. Es ist tatsächlich so, dass laufend Politiker, insbesondere aus dem linken Umfeld, ständig mit diesem Begriff um sich werfen und einen neuen Lastenausgleich fordern. Die reden also nicht von oder viel weniger jetzt von Vermögensabgabe oder Vermögenssteuer oder sonst irgendwas, sondern benutzen spezifisch diesen Begriff, der aus der Nachkriegszeit von 1948 kommt. Wir wollen einen Lastenausgleich, wir finden das gerecht. Dieser muss jetzt wieder eingeführt werden. Also ich sage mal, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Ja? Also das wird in Talkshows so erwähnt, da müssen Sie nur mal online danach suchen. Politiker nehmen beständig in den Mund diesen Begriff. Und ich meine, wie gesagt, die können dann lange sagen, naja, wir meinen natürlich keine Enteignung wie nach dem Zweiten Weltkrieg de facto. Aber im Grunde ist dann die Frage, warum man diesen spezifischen Begriff dann so verwendet für eine geplante Vermögensabgabe. Also das ist mal das eine. Ja. Und der Grund, ja, warum natürlich überhaupt dieses Thema so heiß diskutiert wird, ist, dass die Besteuerung von Immobilienvermögen für den Staat natürlich extrem tief hängende Früchte sind. Ja, also zunächst mal muss man sagen, dass jetzt die Besteuerung von Immobilien in Deutschland relativ moderat ist. Ja? Also wenn man mal andere Länder anschaut, da gibt es so eine 10-jährige Spekulationsfrist nicht. Da muss ich jeden Verkauf von Immobilien, mit Ausnahme vielleicht der eigengenutzten Immobilie, mit Kapitalertragssteuer versteuern. USA, UK, Frankreich, Italien. Ja? Also das heißt, Deutschland ist hier in einer Sonderposition. Ich meine, es wäre relativ einfach für eine Regierung zu sagen, wir passen es dem europäischen Standard an. Dann fällt die Spekulationsfrist komplett weg. Ja. In anderen Ländern, wie zum Beispiel Großbritannien, ist es so, dass Finanzierungskosten bei privat vermieteten Immobilien nicht mehr steuerlich geltend gemacht werden können. Ja, also wenn ich jetzt eine Immobilie kaufe, um diese zu vermieten, ja, dann ist ja der Großteil meiner Kosten werden Finanzierungskosten sein. Und normalerweise kann ich ja wenigstens den Zinsteil, nicht die Tilgung, aber den Zins steuerlich geltend machen. Und am Anfang, wie gesagt, am Anfang jedes Darlehens ist der Zins nun mal der größte Anteil. So dieses kann ich hier nicht mehr geltend machen. In Deutschland kann ich es voll geltend machen. In anderen Ländern gibt es keine Abschreibung. Das gibt es in Deutschland auch noch, ja, auf Immobilien. Also das heißt, da gibt es relativ viele Stellschrauben, die hier der Staat noch andrehen kann. Und es ist nun mal so, dass bei Immobilien, die ja nicht so ohne weiteres oder eigentlich gar nicht jetzt einfach mal mitgenommen werden können. Ja? Das heißt, die sind in Deutschland. Da wird es immer ein Recht des deutschen Staates geben, diese zu besteuern. Und aus den von mir gerade eben genannten Gründen
wird das relativ einfach sein. Hinzu kommt natürlich diese ganze Umverteilungsideologie. Ja? Und jetzt muss man sich überlegen, dass die Immobilienpreise ja enorm gestiegen sind in den letzten Jahren. Da kommen wir dann gleich noch im Detail dazu. Und auf einmal ist jetzt jemand, der eigentlich ein moderates Einkommen hat, Millionär, ja, weil er jetzt die Immobilie hat, die sich in den letzten 10 Jahren im Wert verdoppelt hat. Und das passiert ja vielfach. Es ist einfach so. Ja. So, jetzt hat jemand ein relativ geringes Einkommen, relativ moderates Einkommen. Natürlich ist ein beträchtliches Vermögen, wenn eine Immobilie besitzt, die 1 Million Euro oder mehr wert ist. Ja. Aber auf einmal ist es nicht mehr irgendjemand irgendjemand der Mittelklasse, sondern es ist jemand, der laut Politik zu den Reichen gehört, die geschröpft werden sollen, die unfair sind, die den Armen das Geld wegnehmen. Ja, und so kommt man so schleichend letztlich dann möglicherweise hier ins Visier des Staates und ins Visier solcher Umverteilungsmaßnahmen. Ja. Das ist mal so, was man, wenn man hier mal analysiert, was eigentlich vor unserer aller Augen gerade passiert. Wenn wir jetzt mal den Immobilienmarkt oder den Immobilienmarkt im Detail anschauen in Deutschland, dann werden wir feststellen, dass dort ganz unglaubliche Vermögen letztlich hier in den letzten Jahrzehnten entstanden sind. Ja. Also momentan das Immobilienvermögen in Deutschland ist ungefähr 15 Billionen Euro wert. Das ist also mehr als das Vierfache des Bruttoinlandsproduktes von 3,5 Billionen Euro. Also das heißt, die Immobilien, die es in Deutschland gibt, sind mehr als 4-mal so viel wert, wie die gesamte deutsche Wirtschaft in einem Jahr erwirtschaftet. Ja. Das meiste davon natürlich sind dann Bauten, aber natürlich auch Grundstücke sind auch drin enthalten, gewerbliche, nicht gewerbliche. Und das muss ich mir mal vorstellen. Ja. Wenn man jetzt das Szenario im Kopf hat, dass die Wirtschaft irgendwann aus irgendeinem bestimmten Grund, sei es jetzt die Russlandkrise, das Gas geht aus, abrauchen wird, mal sage ich, und man muss ja den Sozialstaat weiter finanzieren. Gleichzeitig sind die Immobilienvermögen rasant gewachsen in den letzten Jahren. Und ich habe dann noch diese Umverteilungsrhetorik und Mentalität, die ja gerade sehr populär ist. Dann wird es eigentlich relativ klar, dass hier jederzeit ein staatlicher Zugriff erfolgen kann und man eigentlich nur noch abwartet, wie und wann man diesen am besten dann hier der Bevölkerung verkaufen kann. Jetzt wird ja mitunter so verbreitet, so diese Gedanken, dass einiges, was momentan passiert, wirklich darauf hindeuten könnte, ich sage jetzt einfach mal könnte, dass es wirklich die Absicht gibt, die Immobilienbesitzer mit irgendeiner Art Abgabe zu belasten. Das sind so 2 Dinge. Ich nenne jetzt nochmal 2, es gibt vielleicht noch mehr, aber 2 Dinge. Es wurde ja am 29. April diesen Jahres im Deutschen Bundestag ein Antrag eingebracht auf die sofortige Einführung eines zentralen Immobilienregisters, ähnlich wie es das natürlich auch schon in anderen Ländern gibt. Das heißt, dass jeder, übrigens in der Schweiz gibt es das auch bei Autos, fand ich ganz interessant, als ich in der Schweiz gewohnt habe, dass man ein Autokennzeichen eintippen kann. Und da kannst du eigentlich unterwegs sehen, wem gehört denn das Auto, was hier vor mir fährt. Also völlig transparent. Und jetzt will man also ein zentrales Immobilienregister, das hat nichts mit der Zensusumfrage noch zu tun, sondern einfach, wir wollen ein zentrales, transparentes Immobilienregister, wo jeder Bürger seine Immobilienbesitze erfasst, mit allen möglichen Daten, ungefähr die gleichen Daten, die auch beim Mikromieterzensus erhoben werden. Warum auch immer, also da gibt es mit Sicherheit einige interessante Erklärungen dazu. Parallel dazu fand ja diese berüchtigte Mikrozensusumfrage statt, wo ja eigentlich immer nur mal sporadisch so per Zufallsgenerator Personen befragt werden sollten, aber fast alle Immobilienbesitzer befragt werden und ihre Angaben geben müssen und. Also es gibt einige solche
solche Dinge, die da passieren. Und auch wenn wir jetzt ja nicht die Theorie vertreten, dass das bedeutet, jetzt kommt sofort deswegen ein Lastenausgleich auf alle Immobilienbesitzer zu. Aber wie siehst du diese Entwicklungen, die da stattfinden? Also wir haben natürlich ganz klar den Trend, und Unternehmer wissen das ja noch mehr als alle anderen, hin zum transparenten Bürger. Ja, also wir kennen ja aus den Unternehmen, da gibt es heute Transparenzregister, alles Mögliche muss veröffentlicht werden. Da kann ich also im Grunde sehen, was der Nachbar verdient, wenn der Nachbar Unternehmer ist. Ja. Da wird also ganz genau letztlich veröffentlicht, wem jetzt zum Beispiel eine Kapitalgesellschaft gehört. Und das Ganze hat alles unter dem Deckmantel hier der Geldwäschereiprävention und der Terrorismusprävention, was ja mal positive Dinge sind. Ja? Und das Gleiche sehen wir jetzt natürlich auch grundsätzlich bei den Immobilien, auch mit dem gleichen Vorwand, nämlich dass man sagt, naja, da wird ja im Immobilien relativ leicht Vermögen aus dunklen Quellen gebunkert werden. Da gibt es dann irgendwelche Häuser, die können irgendwelchen Russen. Deswegen kam jetzt ja auch erst am 19. April letztlich diese Ansage, das Gleiche übrigens zum Beispiel auch in Großbritannien, ja, und wir brauchen jetzt mal ein Register, damit wir diese Russen mal aufspüren können, die hier bei uns in München oder in London die tollen Häuser haben und das wollen wir nicht, oder die wollen wir beschlagnahmen und pfänden und so weiter und so fort. Ja. Also zumindest kann man sagen, dass der positive Mitnahmeeffekt natürlich für den Staat ist, dass sich damit die Kontrolle und die Transparenz auf alle Bürger, nicht nur auf die dort gescholtenen Russen, dann damit ausweitet. Und selbst wenn jetzt beim Zensus und bei der Wohnungs- und Hauszählung aus 2022 man natürlich sagen kann, na gut, okay, gemäß EU-Recht muss das alle 10 Jahre gemacht werden. Und natürlich gibt es auch Datenschutzmaßnahmen. Das heißt also natürlich, die Zensusdaten können jetzt nicht so einfach an den Finanzminister übergeben werden und dann kann der mal dann anfangen, hier die Immobilienbesitzer zu besteuern. Aber die Detailtiefe, die danach, die dort dann gefragt wird, ja, und auch, sagen wir mal, so verdeckte Drohungen, die geäußert werden, wenn man das nicht alles genau eingibt, ja. Also ein Beispiel haben wir auf der Webseite stehen, da werden also Vermieter gefragt nach den Namen der Mieter, die bei ihnen im Haus wohnen. So, jetzt ist ja gemäß Datenschutzverordnung hinsichtlich dieses Zensus ja geplant, dass alle Daten anonymisiert werden. Also könnte ich ja naiv jetzt sagen, okay, ich schreibe jetzt da als mein Mietername rein, Donald Duck oder sowas, weil mein Mieter aus irgendeinem Grund da nicht namentlich auftauchen möchte. Und da gibt es dann schon, also zum Beispiel, da gab es dann hier vom Bund der Vermieter in Berlin hier die ganz klare Ansage, machen Sie das lieber nicht, das kann zum Bumerang werden. Das wird nämlich mit den Daten abgeglichen in den Meldeämtern. Ja? Und wenn das dann nicht stimmt, dann werden Sie ein Problem bekommen. Also es sind solche Aussagen, wo man sich dann sagt, also da wird schon hier mit relativ scharfer Munition geschossen. Und warum ist das so? Ja, also auf der einen Seite glaube ich, wie gesagt, nicht, dass die Daten so 1:1 dann an den Finanzminister übergeben werden, der dann hier alle besteuert. Aber ich meine, was heißt schon, Daten zu anonymisieren? Ja? Wenn ich sagen kann, basierend auf der Zensus-Datengrundlage, dass die Goethestraße in der und der Stadt, in der 20 Einfamilienhäuser sind und diese 20 Einfamilienhäuser jetzt so und so viel wert sind und so und so viel Wert gestiegen sind, dann brauche ich ja eigentlich gar keine personenbezogenen Daten mehr und wirklich anonym ist es aber auch nicht. Ja? Also das heißt, wenn so viel Datenmaterial gesammelt wird, dann ist eigentlich schon die Gefahr eines Missbrauchs oder eines Gebrauchs für andere Zwecke, die gar kein Missbrauch ist, doch relativ wahrscheinlich aus meiner Sicht. Und also zumindest wird man mit Sicherheit die Zensusdaten dafür verwenden können, um hier steuerliche Ansatzpunkte zu finden, was einen möglichen Lastenausgleich zu Lasten von Immobilienbesitzern anbelangt. Das ist ganz klar. Und dann gibt es ja auch noch hier, dass die neue Grundsteuer eingeführt wird. Die Grundsteuer soll sich jetzt auch dann am Wert der Immobilien, am aktuellen Wert der Immobilien richten.
Da gibt es ja so eine alte Bewertungsformel, die noch aus dem Zweiten Weltkrieg kommt. Die Immobilien sind also enormen Wert gestiegen. Jetzt werden vielleicht Personen, die im ländlichen Raum Immobilien besitzen, in Zukunft weniger bezahlen, aber andere, die jetzt in Städten Immobilien haben, werden weitaus mehr bezahlen. Ja? Und das sind alles so Maßnahmen, die so alle aufeinander kommen, ja, zu einer Unzeit, dass man sich natürlich schon fragt, was da eigentlich passiert. Ja, genauso auch Ein der. Schelm, wer Böses dabei denkt und sich überlegt, ob da mehr dahinter ist, als jetzt nur das, was da auf dem Label draufsteht. Ja. Ja. Genauso auch die Frage, welche Folgen jetzt der Ukraine-Krieg beziehungsweise eben die Problematik mit Empty Gas und der daraus folgenden Energiekrise mit sich bringt. Ne? Welchen Einfluss wird das haben? Also bringt das möglicherweise die Regierungen in Europa oder auch anderen Ländern noch mehr unter Druck, schneller über das Thema Lastenausgleich nachzudenken und eben diesen Joker zu ziehen? Wie siehst du denn das? Genau, also wie gesagt, das Thema Lastenausgleich ist ja schon sehr lange jetzt hier im Mund, sagen wir mal, vieler Politiker und ist es jetzt auch schon seit einigen Jahren, wenn auch vielleicht mit anderen Labeln, wie zum Beispiel Vermögensteuer und so weiter. Damals noch vor Corona war das letztlich ja alles in Anführungszeichen nur Meinungsmache, denn der Staat hat Überschüsse produziert und jetzt wollte er nochmal, oder jetzt gab es wiederum Ideen, schon versteuertes Geld nochmal zu versteuern. Also damals war es ja wirklich einfach nur Meinungsmache. Aber es ist ja sehr viel passiert in den letzten Jahren. Ja? Also wir hatten zum einen mal Corona mit natürlich ganz enormen Kosten, die dort der öffentlichen Hand durch Lockdowns und so weiter entstanden sind. Ob das jetzt sinnvoll war, das zu machen oder nicht, ist dann eine ganz andere Frage. Die Kosten waren jedenfalls enorm. Die Verschuldung, die ohnehin schon hoch war, ist weiter gestiegen. Und jetzt kommen etliche andere Probleme hier auf den Staat zu. Also Corona ist ja noch nicht ausgestanden. Es ist von neuen Lockdowns im Herbst die Rede. Möglicherweise muss dann wieder Kurzarbeit und anderes finanziert werden. Parallel haben wir diesen Krieg in der Ukraine, der zunächst mal dazu führt, dass vielfach die Lebenshaltungskosten stark am Steigen sind. Die große Sorge natürlich um Gas. Wird Gas weiterhin aus Russland geliefert werden können, beziehungsweise werden in Deutschland andere Gasquellen erschlossen werden können, aus denen Gas bezogen werden kann. Das geht natürlich nicht nur für Deutschland. Ja? Also ich meine, UK hier zum Beispiel bezieht es kein Gas aus Russland, aber die ganzen anderen Länder, Frankreich, Italien, Spanien, bekommen alle im großen Maße Gas aus Russland. Das wird also dann für alle, für ganz Europa ein relativ großes Problem werden. Ja? Und da sind wir dann schon beim nächsten Punkt. Ja? Kurze Frage dazwischen. Wo bezieht denn UK den Strom her? Na, UK hat sein eigenes Gas, ja. UK hat sein eigenes Gas aus der Nordsee. Ja. Nee, aber die Strom, Energie, wo kommt Na, das? Strom, also die machen ja, also die haben eigene Atomkraftwerke, ja, die kaufen natürlich auch viel Strom in Frankreich ein, die kaufen viel Atomstrom in Frankreich. So, und damit hängen sie im Prinzip in dem Problem drin, wie alle anderen Ja, natürlich. Ne? Absolut. Also letztendlich ist Gas ja, reden wir ja nicht nur über eine Energiekrise, wir reden über eine Gaskrise, wir reden ja über eine Energiekrise. Ne? Das heißt, da kommt halt jetzt alles zusammen, also ob das Öl ist, ob das Gas ist und letztendlich Energie, Strom. Genau, und daneben haben wir natürlich Dinge, dass wir im Grunde auf eine Rezession zusteuern. Ich meine, die verschiedenen Zentralbanken heben die Leitzinssätze an, um hier die Inflation einzudämmen. Billiges Geld fällt weg. Viele Unternehmen hängen wie Junkies an der Spritze, an diesem billigen Geld. Das wird führen zu letztlich Betriebsschließungen, Arbeitslosigkeit etc. pp. Ist denn da überhaupt, wenn man das jetzt gerade betrachtet, was du gerade zusammengefasst hast, wie gesagt, du hast es ja anfangs schon erwähnt, also viele Mandanten, viele Menschen fragen sich, wie kann ich mein Vermögen schützen? Und es gab ja eine Zeit immer wieder, wo man sagt, dann flieht man halt in den Immobilienmarkt.
Also da wird ja immer wieder so eine gewisse Sicherheit vorgegaukelt und letztendlich diejenigen, die mit Immobilienverkauf Geld verdienen, auch in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern, behaupten ja immer noch, dass das die beste Wahl sei. Aber unter den Vorzeichen, die du jetzt gerade zusammengefasst hast, die wir jetzt besprochen haben, wie siehst du das? Würdest du jetzt jemanden empfehlen, noch sein Vermögen in Immobilien, und ich rede jetzt ganz speziell ja über Deutschland, Österreich, Schweiz, in Klammern, vielleicht auch andere europäische Länder. Würdest du das jemandem empfehlen zurzeit? Also ich denke, es hängt alles natürlich von der Langfristigkeit ab. Ja? Also ich meine, wer 1948 eine Immobilie hatte und dann hat 30 Jahre Lastenausgleich mitgemacht und hat die dann verkauft, ja, in den 90er Jahren, der hat sicher auch einen schönen Schnitt gemacht, ja, aber es ist halt die Frage, ob man das mitmachen möchte, und man weiß ja nicht, was passiert in 30 Jahren. Und möglicherweise, das ging jetzt gut aus, ja, wir hatten eine lange Zeit des Friedens und der wirtschaftlichen Erholung und einer sehr positiven wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland. Wird es weiterhin so sein? Wer weiß, vielleicht gibt es auch andere Märkte und andere Möglichkeiten, die man investieren kann. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass man das Risiko streuen sollte. Ja, man sollte es nicht alles nur in Immobilien haben in Deutschland, sondern man sollte sich damit befassen, was es noch für weitere Möglichkeiten gibt, ganz klar. Wenn wir das jetzt zusammenfassen, was ist jetzt deine Empfehlung an Zuschauer und Zuhörer? Naja, also unser Steckenpferd ist natürlich der Umzug ins Ausland. Ja, das ist ja ganz klar. Also unsere Mandanten sind Mandanten, die im Grunde genommen jetzt nicht mehr in Deutschland leben wollen, aus verschiedenen Gründen. Besseres Wetter, weniger Steuern, Familie, who knows what, ja, Homeschooling, keine Ahnung. Ja. Und zunehmend zählen eben auch Personen dazu, die jetzt im Grunde genommen hier aufgrund einer möglichen Belastung von Vermögen, wie zum Beispiel Immobilienvermögen, sich Sorgen machen und davon nicht betroffen sein wollen. Ja. So, das heißt, wir haben da, ich sage jetzt mal, einige Ideen, wie man sich da schützen kann. Selbstverständlich, also den Top-Tipp, den gebe ich jetzt schon mal raus, der ist, die Immobilie zu verkaufen und dann nichts hier ab ins Ausland. Ja. Das ist ganz klar. Ja. Aber die anderen Ratschläge, die kann man sich dort in einem PDF kostenlos runterladen, was wir auf der Webseite anbieten. Den Link blenden wir gleich mal hier ein. Genau, da können Sie hingehen, dann kriegen Sie das per E-Mail geschickt mit ein paar Empfehlungen, die wir dort aussprechen. Wie gesagt, unserer Meinung nach, außer wenn es Ihnen jetzt natürlich sehr gut in Deutschland gefällt und Sie wollen da bleiben, der einzige Weg, wie Sie sich letztlich vorschützen können, ist, wenn Sie ins Ausland umziehen. Vielleicht in ein kleineres Land, wo die Bürger vom Staat ernster genommen werden und nicht hier drangsaliert werden vom Staat, wie zum Beispiel in Deutschland. Insbesondere dann, wenn Sie vermögend sind, gibt es viele Staaten, die Sie willkommen heißen. Und wo sie mit Sicherheit besser behandelt werden als in den großen Hochsteuerländern, unter anderem Deutschland. Ja, dann vielen Dank, Sebastian. Wir werden alle Links am Ende nochmal einblenden. Und ansonsten findet man das ja auch in der Videobeschreibung. Dann vielen Dank für das interessante Gespräch. Super. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.